Wir zwei sind uns gar nicht so unähnlich. Uns ist komplett egal, was die anderen von uns denken. Und wir lassen nicht jeden an uns heran. Mit Ausnahme der Menschen, die uns wirklich was bedeuten. Das stimmt. Ich liebe Marlene. Und ich will bei ihr bleiben. Hast du mir gerade das Sie angeboten? Ja, das schafft Distanz am Arbeitsplatz. Kannst du es ruhig zugeben, Dana. Du bist eifersüchtig. Tornado zieht plötzlich an, wie aus dem Nichts holt er auf, ist nun Kopf an Kopf mit Lohengrin und Lohengrin wird überholt. Yes! Überholt, Sieg für Tornado! Mal angenommen, das Leben ist wie ein Rennen. Du musst schnell vom Start wegkommen, dir auf der Strecke die Kräfte vernünftig einteilen. Immer deine Gegner im Blick behalten und dich nicht zu früh, aber auf keinen Fall zu spät an die Spitze setzen. Super. Können wir jetzt endlich Superhit Fun FM hören? Ich glaube, ich kenne keinen, der so auf Pferderennen abfährt wie du. Ich habe schon als Teenie auf der Rennbahn gejobbt und jetzt soll ich für die Lahnsteins Galopper trainieren. Das ist für mich der absolute Jackpot. Ich kenne nur Dressurturniere. Du warst noch nie auf einem Rennen? Nicht wirklich, nein. Diese unvergleichliche, angespannte Atmosphäre kurz bevor es losgeht. Und dann der Startschuss. Peng! Die Pferde preschen aus den Startboxen heraus. Alle sind gut weggekommen, alle bis auf einen. Den Champion, Hagen von Lahnstein. Hat er den Schuss nicht gehört? Doch! Nach einer kurzen Verzögerung galoppiert auch er los und arbeitet sich langsam von hinten an den Pulk heran. Was für eine Angriffslust, mit der er sich herankämpft. Jetzt ist er mit den anderen gleich auf, zieht an ihnen vorbei und Dana. nur noch wenige Längen bis zum Ziel, aber oh nein, Hagen von Lahnstein hat sich maßlos überschätzt. Ihm geht die Puste aus und er legt sich auf die Bahn und macht ein Nickerchen. Tja, schade um den ehemaligen Champion, aber ich glaube, er hat seine besten Jahre schon hinter sich. Doch wenn du endlich ins Ziel kommst, stellst du fest, es ist immer schon jemand vor dir da. Wolltest du zu mir? Ich wollte nur sicher gehen, dass du den Termin mit meinem Vater nachher nicht vergisst. Mach ich nicht. Begehung der Rennbahn, habe ich auf dem Schirm. Trotz der ganzen anderen Aufgaben? Das nennt man Multitasking. Sonst noch was? Im Augenblick nicht. Wir reden später. War das jetzt gut oder schlecht? Hagen? Da bist du ja. Ich brauche dringend deine Hilfe. Welche soll ich für das Treffen mit Quinn umlegen? Und ich dachte schon, es wäre was passiert. Der Jackson Quinn, hast du nicht zugehört? Die hier passt besser zu meinen Augen. Und die hier ist ein echter Klassiker. Die. Perlen passen besser zu deinem Stil. Die andere ist zu modisch. Dann findest du Marlene altmodisch? Marlene hat Klasse und darauf sollte sie setzen. Das Moderne lenkt davon ab. Danke, Tristan. Oh ja, vielen Dank, Tristan. Kein Problem. Brauchst du auch eine Stilberatung? Vorsicht. Du siehst, alle liegen dir zu Füßen, egal was du trägst. Das wird diesem Jackson Quinn auch nicht anders ergehen. Jackson Quinn, der Musikproduzent? Ja, er will eine Platte mit mir machen. Mein erstes Soloalbum. Die Perlen, definitiv. Ich bin so froh, dass du mich zu diesem Treffen begleitest. Hallo, Arno. Bin zurück. Ich dachte, du machst mit Elisabeth die Kür unsicher. Ja, sie hatte mittendrin keine Lust mehr. Es waren jetzt zu viele Menschen und sie bräuchte auch nichts. Elisabeth braucht nichts. Ja, die Lage ist ernst. Ich hatte so sehr gehofft, dass das besser wird, sobald es ihrem Mann besser geht. Aber ich habe den Eindruck, sie ist in Gedanken nur bei Ludwig. Und sobald das Telefon klingelt, bekommt sie einen halben Herzinfarkt. So, wo waren wir stehen geblieben? Also, ich habe alle nötigen Auflagen wegen der Modernisierung gecheckt. Und die Bausubstanz ist... Die Bausubstanz ist gut, sie war eben nur sehr lange nicht mehr in Betrieb. Ich bin mir sicher, wir können das in 2 bis 3 Monaten locker schaffen. Und dann international standardisierte Listen und Gruppenrennen austragen.
Und wie sieht das weitere Geschäftsmodell aus? Also, soviel ich weiß, stecken die meisten europäischen Rennbahnen in der Krise. Aber im Gegensatz zu allen anderen Mitbewerbern haben wir doch den großen Vorteil, dass uns das ganze Gelände hier gehört. Das heißt, wir können völlig unabhängig wirtschaften. Wie wirtschaften? Ja, zunächst einmal haben wir die Wetteinnahmen. Gut, ich weiß, das kann nicht unser einziges Standbein sein, aber deshalb habe ich an Events gedacht. Pferderennen als Erlebnis. Ja, Glamour. Im Geiste der klassischen Pferderennen vergangener Zeiten. Und wie genau stellst du das vor? Wir könnten den Leuten ein Rahmenprogramm bieten. Auftritte bekannter Künstler, Modenschauen. Ja, genau. Und daran wiederum könnten wir dann das Niveau der Eintrittspreise anpassen. Durch Eintrittspreise und Modenschauen an sich kann man so einen Betrieb heutzutage nicht mehr halten. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was am wichtigsten auf einer Rennbahn ist. Und das wäre? Die Pferde? Charlie, Ihr Mann wäre fast gestorben. Ja, aber er hat es überlebt. Und es ist doch für niemanden gesund, sich rund um die Uhr Sorgen zu machen. Ja, das sehe ich genauso. Deshalb habe ich mir was überlegt. Ich fürchte, deine Idee schließt mich mit ein, ja? Ja, dich und die Krankenschwester. Die hängst du ab. Und kümmerst dich um Ludwig. Der muss mal mit jemand anderem zusammen sein, der ihn nicht wie einen Kranken behandelt. Und du unternimmst was mit Elisabeth? Mhm. Und Arno, bitte geh nicht mit ihm in eine Kunstausstellung oder sowas. Dieser Mann muss endlich mal wieder richtig Spaß haben. Und die Krankenschwester kennst du? Arno, Männerabend. Wir brauchen für unseren Rennstall einen Champion mit Zuchtpotenzial. Ein englisches Vollblut mit Pedigrees. Stammbaum. Und? Schon einen geeigneten Kandidaten im Auge? Dionysos. Er hat großes Potenzial. So ein Pferd ist unbezahlbar. Das ist doch dieser verhaltensgestörte Hengst, den Ansgar von Maria übernommen hat. Ja, er ist sehr nervös, was viele Ursachen haben kann. In erster Linie tippe ich auf die Umstände seiner letzten Unterbringung. Im Moment experimentiere ich auch noch mit seiner Fütterung. Da kann man eine Menge machen. Aber in erster Linie ist er nicht voll ausgelastet. Du willst mit ihm züchten. Woher willst du denn wissen, dass Dionysos Verhalten nicht genetisch bedingt ist? Weil ich mich im Gegensatz zu dir mit Rennpferden auskenne. Investieren Sie in diese Zucht. Und in dieses Pferd, Graf Landstein. Es wird sich lohnen. Jeder Champion hat mal eine Krise. Er braucht nur etwas Zeit. Dana, wir können uns keine Fehler erlauben. Das ist dir vielleicht nicht ganz klar. Im Gegensatz zu dir weiß ich, dass man eine Rennbahn nicht mit Glamour und Modenschauen finanzieren kann. Ich habe schon diverse Galopper trainiert und 2 erfolgreich. Er wird es schaffen. Ich weiß, dass du an dem Pferd hängst. Aber wir brauchen den Erfolg nicht erst in 10 Jahren, wenn Dionysos erfolgreich eine Verhaltenstherapie abgeschlossen hat, sondern jetzt. Es tut mir ehrlich leid. Aber ich glaube, du kannst das Risiko nicht richtig einschätzen. Im Geschäft kommt man nicht weit, wenn man sich nur von seinem Gefühl leiten lässt. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich glaube, Sie sollten sich besser eine andere Beraterin für Ihr Projekt suchen. Die ist zu. Sorry, aber das musste sein. Du musst trotzdem ein bisschen mit der Türklinke aufpassen. Scheiß auf die blöde Klinke, Mann! Okay. Was ist los? Wurdest du rausgeschmissen? Hagen hat mich eben vor versammelter Mannschaft runtergeputzt und mir gesagt, dass ich von meinem Job keine Ahnung habe. Hallo? Von meinem Job! Aha. Angeblich lasse ich mich von meinen Gefühlen leiten. Das ist ja absurd. Also, der hat sie nicht alle. Will mir was von Pferden erzählen, ja? Ausgerechnet mir! Du, Dana, kann es sein, dass euer Problem eher privater Natur ist? Was willst du denn damit sagen? Hagen von Lahnstein, der seine besten Jahre schon hinter sich hat. Ach, du meinst die Radiomoderation? Ja, komm, aber wenn er mir sowas übel nimmt, dann frage ich mich wirklich, wer sich hier von seinen Gefühlen leiten lässt. Der Gedanke, dem Gelände hier neues Leben einzuhauchen, gefällt mir. So ein Aushängeschild könnte dem Renommee unserer Familie nach all den Skandalen nur gut tun. Dann willst du Sebastians Konzept umsetzen? Also ehrlich gesagt, gefiel mir die Ausführung deiner Schwägerin besser. Die Zucht mit Dionysos? Weißt du, was das kostet? Sie hat kaum Erfahrung und ist komplett gefühlsgesteuert.
Eben, das hat mir so imponiert. Sie brennt für das, was sie tut. Und sie ist kompetent. Und das heißt? Wir werden die Rennbahn betreiben. Vorausgesetzt, Dana wird die Pferde trainieren und uns eine Zucht aufbauen. Mensch, Dana, Sie ist als Lehrer. Über die Lahnsteins lästert man nicht bei der Arbeit, sondern nach der Arbeit. Es ist doch nicht mal meine Schuld. Seit wann belauscht man fremde Gespräche? Schon wieder. Liegt wohl in meinen Genen. Ja, ich muss da mal weg. Ich muss doch was machen. Ich habe nicht viel Zeit, aber Fass dich kurz. wir werden die Rennbahn sanieren und wieder in Betrieb nehmen. Allerdings stellt mein Vater eine Bedingung. Er will, dass du dich um den Aufbau einer Zucht kümmerst und Dionysos wieder ins Training nimmst. Was? Wieso das denn auf einmal? Du hast ihn eben überzeugt. Merkwürdig. Das Konzept mit Glamour und Modenschauen klang doch umwerfend. Okay. Du bist die Expertin für Pferde. Zufrieden? Warum hast du mich dann vor deinem Vater bloßgestellt? Weil ich von Dionysos eine andere Meinung habe als du. Weil du alles besser wissen willst. Dabei hast du überhaupt keine Ahnung. Und das habe ich gerade ja auch zugegeben. Ja klar, weil du mich plötzlich brauchst. Aber weißt du was? Ich bin total gefühlsgesteuert und deswegen zieht die Tour bei mir auch nicht. Hör mal, Elisabeth, sollen wir nicht lieber ein Gläschen Champagner trinken? Oder auch zwei? Sind Sie bitte so freundlich. Schön, dich zu sehen. Dann hätte ich mir den Nachmittag ja doch frei nehmen sollen. Wieso? Gibt's Probleme auf der Rennbahn? Nein, im Gegenteil. Wir nehmen die Rennbahn in Betrieb. Oh, Elisabeth, wir werden uns Hüte kaufen müssen. Und das willst du jetzt heute feiern? Ja, so ungefähr. Zufällig hat Arno angerufen. Hallo zusammen. Hallo, Anna. Ja, und wir wollten gemeinsam die Planung der Rennbahn besprechen. Das glaube ich jetzt nicht. Wieso, ist irgendwas nicht in Ordnung? Doch, ich meine nur, dass ihr beide lieber über Bauplänen sitzen wollt, als mit uns Champagner zu trinken. Also vergessen wir die Rennbahn und widmen uns den Damen. Da kommt auch unser Champagner. Ich sage euch, wir werden jetzt mal ein bisschen Spaß haben. Flaschen drehen? Charlie, also ehrlich jetzt. Warum denn? Das ist doch lustig. Natürlich ohne Ausziehen. Aber dem anderen Fragen zu stellen, die man sich sonst vielleicht nicht trauen würde zu stellen. Wir sind Freunde, wir können uns auch so offen und ehrlich alles erzählen. Dann sagst du also, dass du hier und jetzt uns auf alles antworten wirst, was wir dich fragen? Ja, mir ist nichts peinlich. Okay. Wie war das mit deinem ersten Freund? Darüber hast du mir nie was erzählt. Also, sein Name war Klaus-Jürgen. Klaus-Jürgen? Wir haben uns in der Tanzschule kennengelernt. Ich war damals sehr verliebt. Er auch in mich. Und dann? Was ist dann passiert? Ja, was soll passiert sein? Wir sind zusammen ausgegangen. Ach, Elisabeth, wir wollen wilde Geschichten hören. Über Klaus-Jürgen. Ja, über Klaus-Jürgen und dich. Ich meine, wenn das dein erstes Mal war, wie war das denn so, das erste Mal? Also, Charlie, komm. Hast du nicht vorhin gesagt, du wirst uns Rede und Antwort stehen? Charlie, Elisabeth hat recht. Das ist jetzt wirklich zu albern. Es war nach dem Kino. Er hat mich nach Hause gebracht und vor der Haustür, da hat er mich geküsst. Und dann hat er mich gefragt, ob ich noch mit zu ihm kommen möchte. Er hatte so einen Partykeller, ihr wisst schon. Ja, mit Disco-Kugel und Saturday Night Fever. Ich stand eher auf Led Zeppelin. Black Sabbath. Ja, und wie ist das dann weitergegangen? Was ist geworden aus Hans-Jürgen und dir unter der Disco-Kugel? Klaus-Jürgen, die Sache hatte sich ziemlich schnell erledigt. Der Keller war besetzt. Ach. Seine Eltern. Sie dachten, sie hatten sturmfreie Bude. Klaus-Jürgen bekam den Schock seines Lebens. Es kann doch nicht so schwer sein, so ein Schloss zu knacken. Ich dachte, du bist so ein Abenteurer. Lernt man das nicht auf der Dschungelkämpfer-Grundschule? Warum hast du als Mädchen kein Handy dabei? Ihr seid doch sonst dauernd am Quatschen. Wenigstens bin ich nicht so doof und schlepp eins mit leerem Akku mit mir rum.
Und hoffen wir mal, dass uns bald jemand findet. Kann ja nicht so lange dauern. Das mit der Entschuldigung vorhin. Wie bitte? Habe ich da was verpasst? Das war ernst gemeint. Deine Idee, auch auf die Zucht zu setzen und Rennpferde auszubilden, ambitioniert, aber großartig. Und warum hast du das nicht gleich zugegeben? Du glaubst an das, was du sagst und weißt genau, was du willst. Vielleicht habe ich darum versucht, dich irgendwie aus der Bahn zu werfen. Als Probe? Naja, sonst bist du ja immer diejenige, die das letzte Wort haben muss. Und du bist nicht zufälligerweise immer noch sauer wegen der Radiomoderation? Total abwegig. Dann ist ja gut. Lass mich mal die Tür. Das kann ja nicht so schwer sein, die aufzukriegen. Scheint, hast du die Dschungelkämpfer-Grundschule öfter besucht als ich. Vielleicht bin ich einfach nicht so grobmotorisch wie du. Daher auch dein Händchen für Pferde? Warum ausgerechnet Rennpferde? Wegen meinem Großvater. Er hat Rennbahnen geliebt. Einmal hat er mich mitgenommen und da wusste ich, was ich wollte. Habt ihr den Jackpot geknackt? Ich musste unbedingt auf den Außenseiter setzen, obwohl mein Großvater mir damals abgeraten hat. Verstehe. Du stehst hier wie bestellt und nicht abgeholt. Sag mir mal lieber, wo Hagen steckt. Mein Termin mit Jackson Quinn ist in einer Stunde. Es geht um meine Karriere, mein erstes Soloalbum. Er hat versprochen, mich nicht hängen zu lassen. Meinst du, es ist ihm was passiert? Nein, natürlich nicht. Er wollte sich mit Vater und Sebastian die Rennbahn anschauen. Wahrscheinlich hat er es einfach vergessen. Aber Sebastian ist doch längst zurück. Und wenn Hagen nicht auch bald auftaucht, dann habe ich nicht mehr annähernd eine Chance, dort pünktlich aufzutauchen. Zufällig habe ich gerade nichts vor. Siehst du? Und heute gehörst du trotzdem zu den Siegern. Oder was wirft deine Miene so ab? Genug. Aber seitdem ich wieder in Düsseldorf bin, fühle ich mich trotzdem wie ein Außenseiter. Aber deine Geschwister wissen doch, dass es dir leid tut, weil du damals abgehauen bist. Entschuldigungen reichen manchmal nicht aus. Schon vergessen? Für den Mann, der seine Familie im Stich gelassen hat, gibt es eben keine Bonuspunkte. Ich hätte für sie da sein müssen. Wie alt warst du, als du damals abgehauen bist? Anfang 20. Und was hätte es geändert, wenn du geblieben wärst? Sie hatten eine Vaterfigur gehabt. Eine Vaterfigur. In dem Alter. Ich kann die Enttäuschung deiner Geschwister verstehen. Aber du hättest auch nicht mehr ausrichten können als Sebastian. Ihr habt alle eure Eltern verloren. Auch du. Seid ihr immer noch da? Oh. So, Charlie, jetzt stell dich die Frage. Revanche. Jetzt will ich deine Geschichte hören. Oh nein, Kinder, das ist doch langweilig. Charlie, jetzt wird nicht gekniffen. Das Ganze war schließlich deine Idee. Also gut. Ich war damals 16 Jahre, meine Eltern waren sehr streng und ich bin zu einem Open-Air-Festival getrennt. Und dabei habe ich ihn kennengelernt. Du hast ja ein Faible für diese Veranstaltung, ne? Du bist per Anhalter gefahren? Und da ist es dann passiert. Er fuhr einen quietschgelben Bulli und es war wahnsinnig romantisch. Im Radio lief Blue Bayou. Damals mein absoluter Lieblingssong. Das war mal dein Lieblingssong. Moment, wie hieß denn der Glückliche? Das habe ich viele Jahre gar nicht gewusst. Nein. So einen quietschgelben Bulli hattest du auch mal. Die alte Karre. Moment mal.
War das Open Air Festival? Was kann ich, wovon ihr redet? Das war das Open Air Festival, auf dem Charlie Ludwig kennengelernt hat. I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome. Moment mal. Heißt das? Das heißt, Charlies erstes Mal war auf dem Open Air Festival mit Ludwig. Wir haben es tatsächlich geschafft, auf engstem Raum zivilisiert miteinander umzugehen und uns nicht den Hals umzudrehen. Ich habe trotzdem darüber nachgedacht. Danke, Dana. Guten Abend, die Herrschaften. Ich bitte die Störung zu entschuldigen, aber ich wurde von Frau Wolf gebeten, Ihnen etwas auszurichten. Hagen, du bist ein Idiot, fahr zur Hölle. Marlene. Mist, ihr hattet eine Verabredung? Der Termin mit dem Produzenten. Kein Wunder, dass Marlene sauer ist. Ist sie da jetzt alleine hin? Ach, sie hat ihn sicher schon um den kleinen Finger gewickelt. Sie traut sich da einfach zu wenig zu. Bin ich ja mal gespannt, ob sie das genauso sieht. Sie hasst es nämlich, wenn sie versetzt wird. Lass das mal meine Sorge sein. Das war ein schöner Abend. Ja, mit völlig überraschendem Ausgang. Also ich finde, du kannst ja zufrieden sein, Charlie. Deine Mission Lachen für Elisabeth war ein Erfolg. Flaschendrehen. Ich bitte dich. Naja, ich hab doch gesagt, wir sollen uns alle amüsieren. Na, obwohl ich zeitweilig dachte, Elisabeth war nicht so amused. Ja, du, einen Moment lang dachte ich, sie geht mir in die Gurgel. Tja, Charlie. Das Gesicht von Justus, der plötzlich in der Tür stand. Den Abend wird er bestimmt nicht vergessen. Weißt du, wie lange du nicht mehr gelacht hast? Bei den Sorgen war ja auch keine Zeit dafür. Mir geht es bald wieder richtig gut. Jeder Champion hat mal eine Krise. Wenn das Leben wie ein Rennen verläuft, dann war das eben bestimmt ein Etappensieg. Aber ich fürchte, die Zielgerade ist trotzdem noch lange nicht in Sicht. To